Hola, hola Bondi und herzlich willkommen zum heutigen Video. Wir sind heute einmal aus einer Küche und nicht bei einem Restaurant, weil ich bin heute hier beim Christoph und wir machen heute einen ganz besonderen Kuchen, einen XXXL-Kuchen, aber gesund, proteinreich, also was eigentlich zu mir passt. Eher nicht. Aber erklär du mal in die Leute, was wir heute machen. Wir machen heute ganz klassisches Biskuit. Boden, drauf kommt dann nachher ein Skill Magerquark-Creme mit Erdbeeren und oben drauf machen wir noch so einen Whey-Protein-Schaum, Beerenschaum, der was das Ganze noch ein bisschen abrundet. Der Christoph ist bekannt für seine legendären Kuchen, aber wir probieren heute zum ersten Mal einen gesunden Kuchen, oder? Zum Abnehmen. Wirklich sehr wenig Zucker drinnen. Hat ich gesagt, starten wir rein. Ja, die Eier. Trennen wir das Kackele, oder? Nein, kannst du Zusammen. nicht essen. Nicht essen. Bin ich gar nicht gewöhnt. Also ein bisschen Zucker kommt trotzdem rein. 60 Gramm, oder? 60 Gramm Zucker. Passt. Das schon mal einspannen. Das wird ja ein Riesenkuchen, das ist ja normal keine einzige Person, beziehungsweise stehen ja dann ein paar Tage, was du essen tust. Das heißt, auch die 60 Gramm Zucker sind ja normal kein Problem. Also wir machen eigentlich einen Biskuitteig, oder? Heißt das? Genau. Biskuitteig, ja. Genau. Die Eimasse ist aufgeschlagen. Wie viel brauchst du? 80 Gramm. Und ein Teelöffel Backpulver, oder? So, dann können wir das Mehl nachher rein. Dann wir es kleiner unterheben. Das Ganze kommt jetzt auf ein Blech, also ich fühle mich fast schon wie ein Koch. Und dann tun wir es im Backofen rein, 180 Grad, Ober-Unterhitze für 20 Minuten. 20 Minuten. Und das war's ja schon mit dem Teig. Das ist voll einfach. Ja. Gell? So, da können wir jetzt noch kurz warten, bis es aufkratzen. Aber gut ist, schmeckt schon jetzt voll gut. Also der Teig ist gemacht. Was wir jetzt machen, wir nehmen eben einmal Topfen her, Skyr, ein bisschen für die Süße, Agavendicksaft, da könnt ihr einen Honig nehmen oder wenn es gar nichts willst, könnt ihr gar nichts nehmen. Und ein bisschen Sahne. Die Sahne muss man auch nicht reintun, den nehmen wir jetzt rein, weil es dann luftiger wird. Hast du gesagt, gell? Das ist für die leichten. Genau, leichter zum Essen, weil es relativ viel ist. Genau, das kommt jetzt alles da rein, wird dann vermengt. Das ist ja schon, ne? Ja. Also recht simpel, ich glaube, das kriegt jeder hin. Ja. Oder wenn ich es hinkriege, dann glaube ich, kriegt es jeder hin. Passt. Jetzt kommt das da rein, oder? Du hast wieder so schön rausnehmen. Also wenn du die blasse Sahne essen willst, wenn du drauf stehst. Boah, voll, ja, eigentlich schon, ja. Also Sahne finde ich schon richtig was Gutes. Also ich habe jetzt ein Messer genommen und einfach so durchschneiden. Ja, das kann ich auch, aber dann ist es nicht mehr gleich. Schief, ja. Also jetzt haben wir die Früchte noch ein bisschen gewaschen. Die können wir jetzt noch schön zuschneiden, oder? Jetzt kommt das da rein. Und da kannst du jetzt da sagen, du tust jetzt ein paar Erdbeeren hier, oder ein paar Früchte Heidelbeeren, rein. ein paar generell oder was auch immer. Und das kannst du eigentlich so oft ja machen, wie du willst. Aber lustig, dass du genau gewusst hast, dass es sich genau ausgeht mit der Menge. Ja, hallo, ich mache das mit dem ersten Mal. Ja, das stimmt, ja. Und jetzt eigentlich der Boden vom Boden, das passt ganz gut, weil dann kannst du den drauf tun und dann hast du oben eine saubere Kante zum Abschließen. Und das war's dann nachher und dann kannst du eigentlich in den Kühlschrank und ist eigentlich in einer halben Stunde, dreiviertel Stunde ist es servierbereit. Super. Also jetzt machen wir noch eine Sauce, oder wie nennt man das? Ja, es ist eine Art Proteinschaum. Da wären noch die gefrorene Himbeeren oder Erdbeeren. Nachher kriegen wir Eiswürfel da rein. Dann kriegen wir Proteinpulver dazu, ja genau. Da darf jetzt bei Vanille bleiben. Da ist es Wurst, aber Vanille passt zu jeder Frucht dazu. Und dann kriegen wir ein bisschen Wasser dazu. Und das macht man im Thermomix, aber das geht auch in jeder anderen Mixer. Hast du Hunger? Total. Was? Boah, schaut das geil aus. Auf die Seiten, ne? Ja, oder? Die Seiten da jetzt nicht dran, aber das ist wirklich Das sauer. stimmt, ja, stimmt. So, das ist jetzt so ein bisschen wie ein Cupcake-Look. So? Ja, das passt doch super. Schaut das geil aus. Das ist er jetzt. Schaut euch das einmal an. Der Kuchen hat jetzt 1500 Kalorien, wiegt ca. 1,5 bis 2 Kilo und hat ca. 150 bis 200 Gramm Proteine.
Genau, und den essen wir jetzt in 10, 15 Minuten. Day 4. So, da sind wir also. Das ist das gute Stück. Schlussendlich sind es geworden 2 Kilogramm Kuchen, ja 150, 160 Gramm Proteine, sage ich jetzt glaube ich zum 10. Mal, ist ja gleich. Zielzeit haben wir, ja sagen wir 15 Minuten, nicht? Dann können wir noch ein bisschen genießen. Nicht? Passt. Dann hat die gesagt, starten wir die Zeit und lassen uns den schmecken. 3, 2, 1 und los. Habe ich einen Hunger. Jetzt ist fast schade, den hinzumachen, nicht? Ja, aber es bringt einfach nichts. Es bringt einfach nichts. Mach da das Sauerei in die Küche, gell? Müssen wir mal draufräumen dann auch. Ja. So auf den ersten Geschmack, der ähnelt ein bisschen einer Roulade. Das ist brutal gut, muss ich schon sagen. Erwartungen übertroffen. Den ist gut. Man muss ja denken, du machst eigentlich den Kuchen nicht für die allein. Oder vielleicht für die allein, weil der hebt ja 3, 4 Tage, oder? Was hebt der? 3 Tage, oder? Ja. Also 3 Tage, du kannst eigentlich jeden Tag 1 Drittel essen und hab's 500 Kalorien. Wieso ein Stückchen Torte? Und nimmst es trotzdem ab. Ja, und nimmst trotzdem ab. Nicht wie ich. Ich muss dich schon fragen, magst du kosten? Können wir ja kosten mal. Krieg ich einen Monat. Und? Boah, geil. Super, ja? Boah. Jetzt gibt's noch einmal den Kuchen beim Christoph. Was es auf jeden Fall in ist, ist in die Kommentare schreiben, was an Kuchen wir als nächstes machen sollen. In gesunder Version, oder? Tiramisu, Strudel, Sachertorte, gesund. Geht nicht, ja? Es wird studieren. Mach ich mir gleich morgen daheim nochmal. Du musst wirklich sagen, wenn du denkst, eine Pizza hat 1000 Kalorien, circa, normale Pizza, und der hat 1500 Kalorien, was du eigentlich für eine Menge kriegst im Vergleich zur Pizza, nicht? Ein Wahnsinn, ja? Also du hast gegessen, nicht? Langsam spät man sich schon, aber der ganze Topfen. Wir kommen zum Endspurt, oder? Und das war die Kuchen-Challenge, oder? Proteinkuchen-Challenge. Ja. Ah, schön mit der Hand nicht da. Darf ich das jetzt? So. Schlecht aus. Muss man ja. Viel zu gut. Hat was wir dann haben? Proteincreme. Ja, 2 gehen schon noch. Na, war super. Echt. Normalerweise frage ich bei den Challenges immer, ob sie einen Nachtisch haben. Nicht? Haben wir in dem Fall. Jetzt hast du die Protein. Eben. Ja. So. Fast nicht zu glauben. Ja? Dann verabschieden wir uns vom Video. Gib mir Christoph, warte mal nicht sagen. Das war die Kuchen-Challenge. Ich hoffe, es hat Spaß gehabt. 13 Minuten haben wir gebraucht, plus minus. Ja, ja, stimmt. Ja, stimmt. Auf jeden Fall danke fürs Packen, danke fürs Mitnehmen. Bitte. War super lecker und ich hoffe, ihr habt das lernen können beim Video. Man kann auch gesund einen Kuchen machen, sagen wir mal so, beziehungsweise proteinreich. Ja, man muss ihn auch nicht alleine essen, man kann ja genießen. Nicht, ich habe gesagt, 3 Tage im Kühlschrank lassen, jeden Tag ein Stückchen essen. Und ja, ich glaube, für weitere coole Ideen folgt auf jeden Fall in Christopher und den Kanal. Der Corner auf Instagram. Der Corner auf Instagram. Und wie immer, wenn euch das Video gefallen hat, gerne liken, kommentieren. Folgt dem Christopher für mehr solche coole Videos. Solche geilen Kuchen gibt's gleich bei ihm. Danke. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön.